Achtung! Die folgenden Aufnahmen können einen Anflug von Neid, Minderwertigkeitsgefühlen, Durchfall, Zähneknirschen und Wut auslösen. Das Video ist nicht für Menschen ohne Sinn für Humor gedacht. Sehen Sie es sich auf eigene Faust an. Im Jahr 2020 wurde in Bulgarien und Europa das Kriegsrecht verhängt. Europa. Aus diesem Grund beschloss ich, meine traditionelle Reise durch den Kontinent und den Besuch neuer Orte abzubrechen und unternahm eine Reise durch unser schönes Heimatland, um die wenigen noch lebenden Orte zu besuchen, die von den Ausschreitungen dreister bulgarischer Hoteliers und Reiseveranstalter verschont geblieben waren. Ich nahm die Einladungen meiner Freunde an und begab mich auf eine wunderbare Reise. Zuerst besuchte ich das Haus meiner Freundin Irena in dem Dorf Gramatikovo. Es liegt in den Stanja-Bergen und innerhalb der Grenzen des Stanja Naturparks 75 Kilometer von der Stadt Burgas entfernt. Seit dem Jahr 1970 scheint hier die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Legende besagt, wurde das Dorf im Jahr 1347 von den verbannten Mönchen und Grammatikern des Klosters St. Maria gegründet. Zur Zeit des Totalitarismus gab es in Gramatikovo eine Methmine. Nach dem 10. November wurde sie geschlossen, was zur Entvölkerung aller Dörfer in der Gegend führte. Während der Niederschlagung des Ilindesa-Pravobraćenska-Aufstandes im Jahr 1903 wurden 75 Häuser in Gramatikovo von den türkischen Asker niedergebrannt und die übrigen 225 Häuser geplündert.
Heute gibt es in dem Dorf ein schönes Hotel, das den Kanon des Balkantourismus übernommen hat und bietet die Möglichkeit zu echter Entspannung. Während der Jagdsaison kommen hier auch viele Jäger zusammen, die die Landschaft, die Annehmlichkeiten und das köstliche Essen genießen. Nachdem ich Irina ein paar Tage lang besucht hatte, verabschiedete ich mich und setzte meine Reise fort. Da ich so nah am Meer bin, besuchte ich natürlich Varvara, Zarajevo und Burgas. Ich werde euch keine Bilder von dort zeigen. Es sind keine verbotenen Menschen. Ich fuhr durch Sofia und holte meine Freundin Vili ab, mit der wir zur Dammwiese fuhren. Dort warteten unsere Begleiter Vera und Valju zusammen mit einer Gruppe fröhlicher Abenteurer im Tannenwald auf uns. Wir versammelten eine fröhliche Gesellschaft, mit der wir in einigen Tagen die Reise fortsetzen würden. Bevor ich diese Reise antrat, hatte ich meinen treuen Volvo durch ein sogenanntes Zelt auf Rädern ersetzt. Und nun war es an der Zeit, es auszuprobieren. Ich muss zugeben, dass es meine Erwartungen übertroffen hat und sehr gut funktioniert. White Meadow ist ein sehr schöner und noch fast aktiver Ort. Sehr schön. Ah ja. Du hast seine Halskette aus dem Inneren gezogen. Du musst hier reinkommen. Los, komm schon!
schau, wie ich es anschaue. Ich stehe nicht auf Schummeln. Du mehr das Gleiche. Bin ich das? Ja, das bin ich. Du bist eine Zyste. Nein, du bist mehr das Gleiche. In diesem Jahr, wegen der Launen des Schicksals und dessen Festhalten im Gesicht unseres Herrschers, waren viele Leute statt auf wilde Campingplätze in unseren Nachbarländern um die Rhodopenseen herumgekommen. Doch unsere Freunde hatten sich einen Ort ausgesucht, der abseits der Hauptstraße liegt und für Menschen ohne die richtige Motivation unzugänglich ist. Der Film wurde mit freundlicher Genehmigung von Amati Property Investment produziert. Als wir ankamen, war das Biwak bereits aufgebaut und uns blieb nichts anderes übrig, als zu angeln, den Straßenrand zu genießen und eine Pause von dem arbeitsreichen Jahr zu machen. Lass uns ein paar Fotos vom Steselface machen. Scheiß auf die Fröhlichkeit, weil sie statisch ist. Nora, aber wir hatten noch Tage voller Abenteuer und Spaß vor uns. Also erkundeten wir die wunderbare Landschaft der Rhodopen und fuhren mit der Karawane nach Komarevo. Auf dem Weg dorthin holten wir Kiro ab, aber schließlich schlossen sich uns auch Bozil und Jimmy an, um die übliche Unterholzbande zu sein.
Ich habe ein spezielles Video über das Dorf Komarevo gedreht, das ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen könnt, also werde ich die Ähnlichkeiten nicht für euch aufführen. Ich werde nur sagen, dass wir wie immer mit offenen Armen empfangen wurden. Wir hatten eine tolle Zeit. Am zweiten Tag unseres Aufenthalts schickten uns unsere Freunde, die auf einer großen Lichtung wohnten, dieses Video. Wir beschlossen einstimmig, dass wir Glück gehabt hatten und tranken darauf. In der Tat haben wir gerade eine neue Spur gefunden. Es gibt nicht viel Filmmaterial aus Komarevo, aber das liegt daran, dass wir viel Petanque, Tennis, Federball und wer fällt als letzter unter den Tisch gespielt haben. Außerdem hatte ich ein kleines technisches Problem mit der Drohne, was dazu führte, dass einige Aufnahmen unwiederbringlich verloren gingen. Ich denke, ich habe ein gutes Niveau erreicht. Über das Petanque zum anderen, ich weiß es nicht mehr. Nach ein paar lustigen Tagen verabschiedeten wir uns von unseren Gastgebern aus Komarevo, drohte ihnen wieder ein Unglück zu geschehen, was sie mit beneidenswerter Gelassenheit hinnahmen. Und wir machten uns auf den Weg. Nach Koina, wo seine Augen sehen konnten. Ich, Willi, Bozil und Kiro. Wir machten uns auf den Weg zum Dorf Gigen, das buchstäblich auf den Ruinen einer alten römischen Festung gebaut ist. Unser Freund Valery übernahm die Führung, führte uns herum und erzählte uns viele interessante Dinge über Ulpia Escus. Einiges davon war berühmt, aber es gab auch einiges, das, sagen wir mal, Zugang zu den Gezeiten hatte. In der Antike wurde der Fluss Iska, der nicht weit von hier in die Donau mündet, Escus genannt, und so wurde die Hauptsiedlung der Stämme hier Escus der Stämme genannt. Nachdem die Römer dieses Gebiet besetzt hatten, war die Peti-Mazedonische Legion in Escus stationiert.
trug den Namen der Provinz Makedonien, weil sie dort das größte Kontingent an Rekruten aufstellte. Sofort wurde an dieser Stelle ein Lager aus Holz und Erde errichtet und später wurde eine massive Steinfestung gebaut. Nach römischer Überlieferung entstand in der Nähe der Stadt nach und nach eine Veteranensiedlung, in der sich viele der Legionäre nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst niederließen. Nach dem Triumph des Kaisers Trajan über die Daker, an dem die 5. makedonische Legion teilnahm, wurde die Stadt zum Gedenken an dieses berühmte Ereignis gegründet. Zum Gedenken an dieses berühmte Ereignis der Status einer Colonia verliehen, der höchste Rang in der römischen Provinzverwaltung. Dies geschah im 106. Jahr. Die Stadt fügte ihrem Namen Ulpia hinzu, als Zeichen des Respekts für den Vater des Kaisers, Ulpis. So kam es, dass sie Culpia Escus genannt wurde. So. Siehst du, es ist ganz abgenutzt vom Laufen. Es ist so abgenutzt für dich. Vom Vorbeigehen, vom Lecken auf dem Klo. Say. Culpia Escus war eine der wenigen Städte im gesamten Römischen Reich, deren Forum sich über 4 ganze Tempel erstreckte. An seiner Südseite waren die Tempel des Jupiter, der Juno und der Meneura errichtet worden. An der Nordseite des Forums befand sich der Tempel der Göttin Fortuna, der auf Veranlassung der Wissenden der Stadt errichtet wurde. Dies war der Wasserlauf. Nun, die Straße in dieser Straße hat keine. Halten Sie hier, gib sie her. Welcher ist es? Das könnte auch das Gasthaus sein. Hätte sein können, ja. Oh, eine Augenbraue. Man muss doch irgendwo angebunden sein, um zu essen. Ja, genau. Ah, das hier, wie ist das zu halten? Das soll das Volumen unkenntlich machen, vielleicht ein bisschen später, ich weiß es nicht. Im Zentrum der Stadt wurden die Überreste einer Basilika aus dem 5. und 6. Jahrhundert freigelegt, mit reicher Innenausstattung und gut erhaltenen Fruchtmosaiken. Die Zerstörung von Ulpia Escus erfolgte im 7. Jahrhundert als Folge der ständigen Einfälle der Awaren. Erst im 10. oder 12. Jahrhundert, als an dieser Stelle eine mittelalterliche bulgarische Siedlung entstand, wurde das Leben hier wieder aufgenommen. Und wie sah der Rahmen aus? Und ob es eine Darstellung war, vielleicht von den Sota-Bugieren. Es war dann, und auf den Ruinen des Tempels der Fortuna wurde eine kleine einapsig kreuzförmige Kirche gebaut.
Das hier war der letzte Ort, an dem die Krabbe gebadet hat. Sonst. Und ich bin dorthin gelaufen. Da ist ein Brunnen, wie dein Pfarr, da ist ein Brunnen. Und das ist, wo ich atme. Wasser getrunken. Ja, genau. Heute ist Ulpia Escus ein archäologisches Reservat, in dem nicht nur Archäologen graben, sondern auch einige Verrückte. Für Geschichtsinteressierte wird der Besuch dieser alten Stadt ein unvergessliches Erlebnis sein. Bratner bieten, dein Kumpel ist Bratner, was kann. Hehehehe. Das ist wie. Und es war ein Deriva und nichts. Hehe. Wir bedankten uns bei Valerie und machten uns auf den Weg nach Hause. Wir reisten entlang des Iskar-Flussbettes und hielten zum Mittagessen in der Nähe des Čerepići-Klosters. Nein, das jetzt nicht. Hier, jetzt gehen wir wieder in einen Zerstäuberladen. Nein, hier. 100 ist, also das sind... Danach kehrten wir nach Sofia zurück, ausgeruht und gestärkt von der wunderbaren Aussicht und einem schönen Urlaub. Hoffen wir, dass Ihr Urlaub in der komplexen Pandemieumgebung mindestens genauso angenehm war. Wir sehen uns bald wieder.
Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, drücken Sie Dislike, am besten sogar zweimal. Hallo, und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, sonst erfährst du nichts von unserem neuen Unfug.